Ja. Play. Hm. Okay. Woher weiß ich, wie viel wo drauf ist? Ach, Scroll. Entschuldigung. Ah, ich bin auch dumm, ne? Das ist 15, dann ist das 15. Was ist denn 30? G. How does Eugene do this again? Fuses. I probably need new fuses. Liegen hier noch mehr rum? Ach ja, Tatsache. Nimm einfach mal alles mit. Ach ja, Mausrad. So, 20, also S. So, jetzt werde Licht. Gibt es da eigentlich nur den Fahrstuhl? So, ich würde jetzt... Oh, wobei, nee. Ich würde sagen, ich würde jetzt gerne die... Könnte ich theoretisch die Mordwaffe wieder zurücklegen? Erstmal überall die Türen zu. Außer... Wobei, nee, wir waren ja nie hier. Wir waren ja... Ich würde gerne die Handtücher dahin legen. Aber wir waren ja nie hier. Es muss doch Treppen... Ach ja, nee, warte mal. Die sind ja under construction. So. Confusing fuses. I used an ice pick from the ice room to get the fuse box open, but I should have guessed my work wouldn't end here. Why couldn't there just be a switch level power that I could flip? Some of the fuses on the panel have blown, so replacing those should be the first thing I do. Thank God Eugene left detailed instructions on the inside of the fuse box. It's helpful in a way having a task to focus on to keep my thoughts away from Hector. Seeing the light. I've never been more grateful for electricity. The light from the window in the janitor's closet was enough for me to see what I was doing with the fuse box, and it occurred to me that had it been any later in the day, it would have been the creek without a pedal. I head down to the lobby, go straight to reception, and get the police on the phone. This nightmare is almost over. Or so I hope. So. Kurz einen Schluck trinken. Huch. Nee, da wollte ich nicht rein. Nee, das wollte ich auch nicht machen. Power's back. Now I should go down to the lobby. Call the police. Ja. Huch. Ja, aber da sind jetzt unsere Fingerabdrücke drauf, ne? Was eine schöne Ecke hier. Ich bin ehrlich, hier würde ich mich hinsetzen und lesen. Cute. Naja, auf jeden Fall zurück zum Problem. Da sind jetzt unsere Fingerabdrücke drauf. Wobei, da werden ja viele Fingerabdrücke drauf sein. Das ist ja, wird ja so ein Ding sein. Ja, das ist die Kamera. Mhm. Tschüss. Knips. Auf jeden Fall, da werden ja jetzt viele Sachen drauf sein. Viele Fingerabdrücke drauf sein, weil es ist ja jetzt nichts, was irgendwie jetzt versteckt oder so war. Es liegt ja hier in der Lobby. Deswegen, ich lasse es da einfach mal liegen. Meine Güte. So, sorry, ich musste husten. Lass es da einfach mal liegen. Ich hoffe übrigens, es klappt mit diesem... Ich habe den Wave XLR, wo man halt einmal rauf tippen kann, dann ist man gemutet. Ich hoffe, das klappt tatsächlich, dass ich da auch gemutet bin, weil sonst hört man durchgehend, wie ich mir zwischendurch die Nase ausschnaube, wie ich huste. Wahrscheinlich, wie ich irgendwie mal laut ausatme, so. Wie ich zwischendurch was trinke. Vor allem ist halt jetzt
Das ist ein bisschen leerer, deswegen ist da manchmal so ein Schlürf mit drin. Bevor ich darüber rede, erstmal einen Schluck trinken. Oh, ja. Wir haben so einen Kühlschrank, wo man Eiswürfel rausholen kann. Und ich finde, manchmal schmecken die Eiswürfel ganz schön komisch. Und ich habe hier gerade Crushed Eis mit Sprite und halt mit Wasser vermischt, weil ich das sonst immer viel zu süß finde. Aber die Eiswürfel schmecken gerade ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, ich kann Is hier there doch... anything I've forgotten? Once I leave this floor, I probably won't be able to come back. Oh, sag das nicht so. Jetzt habe ich Bedenken. Aber das Ding ist, wir können doch nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Ich hätte gern... Habe ich ein Inventar? I have to contact the police. Ja. I should be able to call from the front desk. Ja. Stairs. I knew blocking the stairs would be a bad idea. Ich muss den Fahrstuhl nehmen. Ja, komm. Ich fahre einfach runter. Ich habe zwar immer noch diese 2 Handtücher, aber ich war ja offiziell nie im Zimmer von Anne und Michael. Ja, aber ich muss da doch rüber. Move away? Also move cursor. Ich muss da... Wie komme ich hier denn? Ach, ich bin auch dumm. Telefone. Meine Güte. Das ist zwar alt, aber nicht so alt, dass es keine Telefone gibt. Und auch jeder mordet. Wollen die mich verarschen? Ich komme hier nicht raus. Huch. Ja. Ach so. Ja dann. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Oh. Ich bin gespannt, ob es bei einer Leiche bleibt. Oder ob noch mehr Leute sterben. The worst phone call to make. I restored the power on the 5th floor, but the rest of the hotel is still in the dark. At least I was able to make it to the lobby. I had to move Hector to get inside the elevator. I just want to forget that part, but it happened. It made me think of Mom. How many times did she have to move someone after they succumbed to a fatal wound? Did she ever get used to it? Oh, Mom, I wish you were here right now. I have to call the police and let them know about Hector. The phone by the reception should work. Phone. I need a phone. Andrew? Where is everyone? Leute. Montreal Police Service, Station 22. There's a man dead. He's been murdered. I need the police. Please stay calm, ma'am. Where are you right now? The lobby, but the body, it's Vielleicht upstairs. Hotel? Give me the address, please. Oh, 1178 Drummond Street. All right, ma'am. Officers are on their way. Thank you. Statt dass man sagt, ja, das Hotel Crampton, glaube ich. Irgendwie so. Boah, das sieht halt schon heavy zugeschneit aus. Waiting it out. The police are on their way. I think that's the most I can do right now. It hasn't completely undone the knots in my stomach and the tension in my shoulders, but it's a start. I might as well write a bit to pass the time until they arrive. I don't know what will happen next.
if my hunch is correct and Hector was indeed murdered. Nee, also, nee, das war sicherlich ein Unfall und, wie dumm. I suppose the police main priority will be to determine who did it. I'm probably going to have to answer some questions, aren't I? Oh, ich wollte gerade ich hoffe, die Polizei kommt überhaupt wegen dem Schneesturm. Ich weiß nicht, wie ernst das damals so in den 50ern war. Und sie ist mit dem eventuellen Mörder Hey, you're here. in dem I've Hotel. tried restoring the power, but I think Eugene's the only one with the key to the fuse box, and Sophie? Don't worry. I'll find a way to bring the lights back on. Hey, No. you look a bit pale. Nein. Is everything okay? I found Mr. Cruz. Hector, He's back? How's he taking that whole thing with his wife? you don't understand. I found his body. He's dead, Andrew. Jesus. Maybe you need to sit down, huh? Did you call the police? Yeah, they're on their way. What happened? Was he sick or something? No, I don't think so. Someone did this to him. You mean... Jesus. Nee, der Do you nicht. think it could be Paul? Glaube ich auch nicht. Wobei, nee. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich glaube, dass es Paul war. So irgendwie ja. Vor allem, weil er das halt ein bisschen zu ernst genommen hat, aber irgendwie auch nein. Ich glaube aber irgendwie auch nicht, dass das Anne war. Weil, es ist halt so, es wäre zu dumm, die Zigarettenschachtel dahin zu legen. So mit Absicht. Ich weiß auch gerade nicht mehr, in dem Brief hatte er ja gesagt, dass irgendjemand, ich glaube Anne oder Hector, Marcella, morgens ja da saß. Wenn es Anne war, dann wäre ja natürlich, ja, dann hat sie das halt da liegen lassen, hat sie vergessen, meine Güte. Ich glaube nicht. Ich fand übrigens den Detail ganz cute. Ich will nicht witzig sagen, cute ist eigentlich auch das falsche Wort, aber cool mit diesem Detail, dass halt seine Brille runterrutscht ist und er schiebt so seine Brille hoch. So, wann hast du das so in einem Spiel? Can relate. Aber nein, ich glaube tatsächlich nicht wirklich, dass das Paul war. What about Anne and Marcella? Their affair is a pretty good motive. The police will want to ask you a lot of questions. You may want to Yeah. be careful about what you tell them. Definitiv. With Paul's history of mental illness, there's a good chance they'll suspect him even if he didn't do it. I think I know what you mean. Some 50er people seem halt. to assume that spending time in a psychiatric hospital means you're a murderous psychopath. Yeah, they really do. You know, when I was 19, I studied to be a priest. But So sieht er auch aus. I felt so lost. I couldn't enjoy the things I used to like. I could barely get myself out of bed. So I ended up going to a psychiatric hospital. Passiert dem And Besten von the uns. doctors, they helped me get back on my feet. But when I returned to my hometown, it was like I had become a complete stranger. My mother kept telling me I was making it worse in my head, but I swear, people were changing sidewalks when they saw me, looking at me as if I was this dangerous creature all of a sudden. That's why I didn't tell you that. What? Call it coincidence or fate, but that psychiatric hospital, Oh, it's the same one Paul went to. I've met him there, talked to him a bit. I'm oh. sorry I didn't say anything before. Wer weiß, vielleicht war er das ja. Okay. I get why you didn't. You do?
Ja, komm. In meinem Kopf sind die eh schon verheiratet und happy ever after und sitzen als 90-Jährige vorne auf so einer Porch, hier, Veranda, im Schaukelstuhl. You know how I tell everyone that my mom's sick, bedridden? Well, it's true, but I always leave out the part about her illness not being physical. I'm ashamed of the truth. Sag's doch nicht so. Even though I don't know exactly what you went through, I can understand. Thank you for telling me. I know it's not an easy thing to talk about, but if you ever want to talk about your mom, I'm here. No, cute. They're here. Promise me you'll be careful with the information you share. Yeah, of course. Zum Glück habe ich die Stock-Fotos von mir weggeschmissen. Miss Roy? Miss Roy? Miss Roy! Oh, Wir sind wieder am Anfang. sorry. I was distracted. I really need you to focus right now. I don't want to be here all night, and I'm sure you don't either. No, I don't. So, as I was saying, we're trying to ascertain the circumstances of Mr. Cruz's death. Can you tell me how you came to find the body? I was cleaning room 509 when I heard the elevator bell ring. Again and again and again. I thought maybe a child was playing with the doors, so I went out in the corridor, and that's when I saw him. All the blood and... Why was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Why was it ringing? I assume it wasn't a child after all. Well, Mr. Cruz's body was preventing the doors from closing. Really? When we found the body, it wasn't that close to the doors. Oh, the stairs are blocked because of the renovations, so the elevator's the only way out of the 5th floor. I had no choice but to move the body. Just a little. Ah, so that explains the traces we found. Thank you for clearing that up. So, what did you do after that? Well, that's when the power cut. So I had to go to the janitor's closet. To access the fuse box. Exactly. I changed a few fuses and turned the power back on. But there's a lock on that box, isn't there? Did you have the key? Ich werde halt bei dem Part, wo ich nichts Illegales gemacht habe, so ehrlich sein wie möglich. Ich werde halt sagen, I used the ice pick. Aber das Ding ist, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war an dem Ice Pick ja kein Blut. Das heißt, vielleicht, es war viel Blut an der Ecke von dem Eis-Dingsensbumsens, der Eisbox da. Es kann natürlich auch sein, dass sein Kopf halt da so dong, also so an die Ecke ganz oft singen. Ich werde einfach ehrlich sein und sagen, I used an ice pick, weil es liegt halt, die Waffe liegt halt da, wo wahrscheinlich der Mord halt so, oder der Angriff passiert ist. Sie werden ja safe das trotzdem nach Fingerabdrücken testen. Auch wenn ich gesagt habe, ja okay, da werden ja sicherlich viele drauf sein. Ich werde einfach ehrlich sein bei Sachen, wo ich nichts Illegales gemacht habe. No, I didn't. Only Eugene does. But I thought an ice pick might do the trick, so I went to the ice machine to get one. You're a size 7, I suppose. Yes, I am. Why? What did you see when you went to the ice machine? There Blood. was Ganz viel. blood. A lot of it. Did you touch anything? Ja, I might have touched a few things. I might have touched a few things. Just to figure out what had happened to Mr. Cruz.
Of course you did. Why so many witnesses can't help but compromise the evidence is just beyond me. Sorry. Anyway, what did you do after restoring the power? I took the elevator down to the lobby. That's where I called the police. Do you remember what you said to the operator? The exact words. No, I'm afraid I don't. You said, there's a man dead. He's been murdered. That's possible. What makes you so sure it was murder? Da fängt's an. Da sage ich lieber, it was just an assumption. Es ist halt, keine Ahnung, ich persönlich, als Person, die nicht das ganze Rumsnoopen gemacht hat. So, also wäre ich jetzt so da, Gast, und wüsste halt nichts von der ganzen Geschichte und so. Wird halt auch davon ausgehen, so wie er da liegt und wie das Blut ist, dass er ermordet worden ist. Bin ich ehrlich. Vor allem, wenn ich dann halt noch zur Eisbox gehe und da die kaputte Kette sehe, das Blut an der Ecke. Natürlich, er könnte halt irgendwie ausgerutscht. Boah, wenn er einfach nur ausgerutscht ist auf Eis und sich den Kopf an der Ecke eingeschlagen hat. I just assumed. What with all the blood. It just didn't look like an accident, you know? I see. Would you say you're an observant person, Miss Roy? I think I would, yes. Good. Then maybe you can help me fill in a few details about this case. I'll do my best. We've learned from one of your colleagues that the victim had a fight with a guest named Mr. Spade. What can you tell me about him? Nee. I don't know anything about him. I don't really know anything about him. He seems nice, though. Nice. I wouldn't be so sure. Oh? We found out that Mr. Spade is fresh out of a madhouse. When we called the place, they painted quite the picture of him. Did you ever see him display odd behavior in or around the hotel? No. I mean, we've all got our little quirks, don't we? Did he seem obsessed with Mrs. Cruz? A little, maybe, but... Obsessed enough to kill her husband? No, nothing like that. We all have our obsessions. Me, for instance. I'm obsessed with celebrities and gossip magazines, and... You don't seem to understand, Miss Roy. Mr. Spade is not like you and me. He may look like us, but he's not. He's dangerous and needs to be taken off the streets. So tell me, did you ever see him be violent or aggressive? Take a stand, deny. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass er es war. Ich weiß nicht. So, also ja, er ist hat ein bisschen mehr gemacht, als er sollte. Halt mit dem Stalken zum Ende hin. Ich weiß aber nicht, ob er halt an einem Punkt halt ein bisschen Delulu war und das so sein gefühlt einziger Lebenssinn war, weil er kriegt keinen normalen Job. So, er hat ja nicht wirklich im Umfeld was gehabt, so an Freunden oder sonst was. Die Person, die er geliebt hat, turns out, ist tot. Er weiß nicht mal, ob diese Person ihn zurückgeliebt hat, weil es ist die 50er und Homophobie wird da groß geschrieben. So, er hat kaum Geld. Er musste so das, was ihm so nicht am wertvollsten war, aber ein Teil wertvoll von seiner Vergangenheit war, musste er verkaufen. So, ja, er war ein bisschen Delulu. Sind wir alle. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das Paul war. No, I didn't. I'm sorry I can't be of more help. No, I'm sure you are. But we're not quite done yet, Miss Roy. Boah, ich mag den nicht. The victim's wife, Marcella Cruz. Apparently she left in quite a hurry this morning. What can you tell me about her?
Ich werde dem gar nichts erzählen. Die können das Snoopen selber machen. Die werden dafür bezahlt. Ich nicht. I don't know much. Only that she looks like a loving, caring wife. Really? That's odd, because we learned a lot about Mrs. Cruz when we went through her room. And let's just say that loving, caring wife are not the first words that would come to mind. Oh? She's a lesbian, involved in some sordid affair with the guest from room 507, Mrs. Beaumont. Have you ever witnessed them engaging in immoral behavior? What do you mean? I'm asking if you've seen them being, intimate. No. Maurice, I I haven't. don't like the way Did you you talk. hear them discuss their deviant ways in front of Marisa! Mrs. Beaumont's son, perhaps? Imagine what kind of effect such perversion can have on a young child. No, I didn't hear anything. Did you hear them express their hatred of men? Did they Hallo. ever talk about using violence against men? Das Did geht you jetzt hear zu them weit. speak ill of Mr. Cruz? Ah, in den Briefen, ja. Aber nein, weißt du was, Maurice? Alleine dafür, dass du so ein homophobes Stück Scheiße bist. Nein. Snoop selber durch deren Sachen. No, I didn't hear any of that. All right, then. Can I leave now? Yes, you can. Thank you for your cooperation, Miss Roy. We'll be in touch if we have any more questions. Ich mag Maurice nicht. Was man wahrscheinlich überhaupt nicht gemerkt hat.